Ihr spielt Star Wars Jedi Survivor schon oder habt gerade angefangen? Dann seid ihr hier definitiv richtig. Ich gebe euch einen Starter-Guide mit den 12 wichtigsten Punkten, die ihr zu Beginn des Spiels unbedingt wissen solltet. Welcher Skill ist der beste für den Anfang? Wie könnt ihr Gegner für euch kämpfen lassen? Und welcher Kampftyp ist der stärkste? All das und mehr erfahrt ihr in diesem Video. Also legt euer Lichtschwert beiseite, holt eure Bantermilch raus und genießt die Infos. Jedi Survivor ist riesiger denn je und der beste Freund und Helfer gleich zu Beginn ist dabei eure Holokarte. Im Vergleich zum Vorgänger ist diese deutlich besser geworden und wird euch mehr eine Hilfe als eine Last sein. Nutzt diese also intensiver, gerade wenn ihr alles einsammeln wollt an Collectibles. Die rote Symbolik bedeutet dabei, dass es ein gesperrter Bereich ist, weil ihr die Fähigkeit noch nicht habt oder ihr in der Story noch nicht so weit seid. Die gelbe Symbolik bedeutet, dass es ein unerkundeter Bereich ist, also ihr wart dort noch nicht nah genug dran, um zu sehen, ob man dort passieren kann oder ob es noch gesperrt ist. Und grün bedeutet, dass es definitiv ein offener Bereich und da könnt ihr definitiv lang. Das neue Feature der Open World in Jedi Survivor ist die Schnellreise. Das erlaubt es euch natürlich zwischen den Regionen ganz easy zu reisen. Und ich kann mich noch an Jedi Fallen Order erinnern, wo ich manche Bereiche komplett ablaufen musste, weil mir ein Collectible gefehlt hat. Dementsprechend meditiert an jedem Meditationspunkt, denn nur von dort aus könnt ihr die Schnellreise durchführen. Ist auch egal, ob ihr volle Lebensenergie und volle Stimpacks habt, aktiviert einfach diesen Meditationspunkt, dann habt ihr ihn für immer safe. Wie ich schon erwähnt hatte, gibt es einige Bereiche, die ihr erst im Verlauf der Hauptgeschichte betreten könnt. Im Vorgänger war es ähnlich, da musstet ihr einige Planeten 2- oder 3-mal besuchen, nachdem ihr neue Fähigkeiten freigeschaltet habt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass ihr neben den Machtfähigkeiten auch gewisse Objekte in der Umgebung benötigt, wie zum Beispiel auf Kobo mit diesen Rollminen. Mit denen müsst ihr im Laufe der Story sowieso arbeiten, aber darüber hinaus könnt ihr die auch für ein geheimes Versteck in der Nähe nutzen und müsst dafür ein wenig umdenken, so wie ich es hier gemacht habe. Achso, und falls ihr es wieder vergessen habt, Cal kann immer noch schwimmen und in Jedi Survivor führt tiefes Wasser meistens nicht nur zu neuen Bereichen, sondern auch immer zu seltenen Items oder Collectibles, also haltet das Auge auf nach Wasser. Im späteren Verlauf der Geschichte kannst du Tiere nutzen, um dich über die Karte zu bewegen. Reittiere ermöglichen es dir, die wasserfallähnlichen Steigungen hochzulaufen, wo Cal alleine normalerweise runterrutschen würde. Außerdem können sie selbst auch springen und dir helfen, noch höhere Kanten zu erreichen und dementsprechend weitere Bereiche. Bei Flugtieren ist es dann genauso, nur dass die an festgelegten Punkten losfliegen können und nicht frei umherlaufen können wie die Reittiere. Man kann von diesen Reittieren aus übrigens auch Gegner bekämpfen und da kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich dem Kampf-Gameplay von Jedi Survivor. Das ist natürlich eines Dark Souls oder eines Elden Rings nicht würdig, aber es gibt doch einige Tipps, die ich euch da mitgeben kann, die euch helfen. So banal es klingt, ihr könnt gleich zu Beginn euer Lichtschwert werfen. Auf der PS5 ist es die Blockentaste und Dreieck und auf der Xbox ist es die Blockentaste und Y. Auf dem PC habe ich leider keine Ahnung, welche Taste ihr drücken müsst dafür. Allerdings haben wir natürlich alte Fähigkeiten von Cal mit an Bord. Das heißt also Machtschub, den Magnet, diese verschiedenen Fähigkeiten aus Jedi Fallen Order haben wir alle schon mit im Gepäck. Was neu im Kampf sein wird, ist ein Begleiter, den ihr habt. Entweder in dem Fall jetzt hier zu Beginn ist es Bode Akun oder später wird es auch Merrin sein, die wir auch schon aus dem Vorgänger kennen. Und diese haben Angriffe. Und ich bitte euch wirklich, nutzt diese Angriffe intensiv, denn die können euch in vielen Kämpfen das ganze Erlebnis so ein bisschen vereinfachen. Wie zum Beispiel jetzt auch hier in meiner Situation mit dem Druiden. Nach der EMP-Granate war der betäubt und ich konnte den Druiden ganz easy angreifen. Und als kleinen Boni gibt es auch noch einen Finisher, den ihr gemeinsam mit eurem Partner dann macht. Sieht auch ganz geil aus. Der 6. Punkt klingt ein bisschen banal, aber ist gerade im Kampf gegen viele Gegner sehr effektiv. Und zwar Raketen, Granaten, alles was auf euch geworfen wird, könnt ihr zurückstoßen mit dem Machtschub und somit immensen Schaden erreichen. Außerdem habt ihr natürlich noch Dinge in der Umgebung, auch so wie im Vorgänger natürlich, aber hier habt ihr jetzt diese Rollmine, die ihr auch in Richtung Gegner zurückschleudern könnt. Geduld ist das nächste Codewort, denn seid wirklich geduldig und nutzt den Block. Ihr könnt natürlich dodgen, ihr könnt immer ausweichen, ihr könnt immer raufhauen. Allerdings blockt den Gegner, gerade bei etwas schnelleren oder aggressiveren Gegnern wie dem Killer-Druiden zum Beispiel oder den Auslöschungstruppen, könnt ihr die so ganz easy ausnocken und dann natürlich fix niedermähen. Der nächste Kampftipp dreht sich um die B1 Kampfdruiden, denn es gibt eine Möglichkeit, wie ihr die ganz easy ausschalten könnt, gerade wenn es mehr als 2 oder
oder 3 Kampfdruiden auf einmal sind. Denn ihr könnt natürlich gegen die Kampfdruiden euch à la Clone Wars Manier wehren, allerdings könnt ihr auch einfach mal den Machtschub nutzen und so habt ihr diese Druidenarmee in wenigen Sekunden besiegt, ohne euch bewegt zu haben. Natürlich könnte ich auch etwas zu den Kampfstilen sagen, aber gerade am Anfang würde ich mich erstmal ausprobieren mit einem Schwert, mit 2 Schwertern, Doppelklinge. Ja, auch was die Fähigkeitenverteilung angeht, würde ich mich zu Beginn nicht darauf fokussieren, denn wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, gibt es einen neuen Skilltree. Der neue Skilltree oder der Skilltree von Star Wars Jedi Survivor hat sich deutlich erweitert. Mit 9 verschiedenen Bereichen habt ihr eine Menge Auswahl und da könnt ihr euch individuell aufleveln. Falls ihr jetzt Sorgen habt, in eine falsche Richtung zu skillen, kann ich euch beruhigen. In Star Wars Jedi Survivor habt ihr nämlich die Möglichkeit, den Skilltree komplett zurückzusetzen. Beim ersten Mal sogar komplett kostenlos und bei jedem weiteren Mal wird es euch einen Skillpunkt kosten. Also keine Sorge. Doch welche Skillung solltet ihr denn als erstes pushen? Zu Beginn würde ich euch empfehlen, die Überlebensfähigkeiten und die Machtfähigkeiten zu erweitern. Gerade die Stim-Pack-Fähigkeiten werdet ihr so oder so im ganzen Verlauf des Spiels verwenden. Bei den Machtfähigkeiten würde ich mich zu Beginn auf die Machterweiterung fokussieren und die Fähigkeit Verwirrung. Diese Skillreihe ist super underrated, denn die ermöglicht es dir, Gegner für dich kämpfen zu lassen. Du wirst oft in Unterzahl kämpfen und da ist jede helfende Hand willkommen und zweitens kannst du das Ganze so hoch skillen, dass du sogar schwere Gegner und große Kreaturen bekehren kannst. Doch wie kommst du schnell an Skillpunkte, um deine Fähigkeiten zu verbessern? Wie auch schon beim Vorgänger findet ihr in der Open World blau leuchtende Essenzen, die entweder eure Macht, eure Lebensenergie verbessern oder eben euch mit Skill-Fähigkeitspunkten versorgen. Die zweite Möglichkeit sind die Machtrisse, die ihr versteckt in der Open World findet, die euch nach einem Traumparcours oder einem Minikampf mit einem Skillpunkt belohnen. Bossgegner geben euch natürlich mehr Erfahrung, was natürlich dazu führt, dass ihr schneller Fähigkeitspunkte bekommt, aber auch Echos oder gescannte Gegner geben euch ein wenig XP für die Fähigkeitspunkte. Ein detaillierter Guide zu den besten Fähigkeiten kommt übrigens auch bald, also bleibt mit einem Abo gern dabei und wenn es euch bis hierhin gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vielen Dank. Die interessanteste Neuerung ist wohl das Boni-System. Das sind dauerhafte Verbesserungen für Cals Stärke, seine Blockfähigkeit oder seinen Erfahrungsgewinn. Dazu benötigt man Karten und die kannst du nur in Jedi-Tempeln finden. Das sind so Dungeons, bei Shops erwerben oder random in der freien Welt finden. Zum Beispiel hier, als ich den Rancor besiegt habe, war eine. Jede Boni-Karte belegt einen Slot und je nach Stärke der Karte belegt diese mehr Slots. Zu Beginn haben wir 3 leere Slots, nicht so viele, aber wir können die ganzen Slots auch erweitern. Denn ähnlich wie die Karten selbst finden wir die Slot-Erweiterung in der freien Welt, bei Essenzen, bei Gegnern oder wir können sie mit Datensätzen im Shop kaufen. Die findet ihr tatsächlich erst, nachdem ihr bei Grease in der Siedlung gewesen seid. Die findet man dann halt in der Open World einfach. Eine Boni-Karte kann ich euch auf jeden Fall wärmstens empfehlen und zwar die Karte Weisheit. Mit dieser Karte gewinnt Cal mehr Erfahrung und kann somit schneller seine Fähigkeiten erweitern und die bekommt ihr bei dem Druiden Sie, die ihr im Laufe der Geschichte findet und ab einem bestimmten Storypunkt als Verkäuferin im Saloon habt, also bei Grease. Das Schönste in Jedi Survivor sind aber die ganzen Easter Eggs zu dem Vorgänger Jedi Fallen Order. Und wenn ihr die verstehen wollt, empfehle ich euch in meine kurze Zusammenfassung von Jedi Fallen Order reinzuschauen. Es kommt natürlich noch mehr Videos zu Star Wars Jedi Survivor, also bleibt gerne am Ball. Ich bedanke mich schon mal jetzt und vergesst nicht eine Sache, Freunde, möge die Macht mit euch sein.